Ja, bald ist vierter Advent. Das ist schön, wie du das sagst. Ja, bald ist vierter Advent. Ja, und da wollen wir nämlich heute über Weihnachtsfilme reden. Ja, wie zum Beispiel eine schöne Bescherung oder schöne Bescherung mit Chevy Chase. Ja, genau. Santa Claus, Tim Allen. Dann sprechen wir über Charles Dickens, 2 Varianten der Weihnachtsgeschichte. Genau. Und für die wunderschöne Weihnachtsfeier im Betrieb haben wir natürlich noch Office Christmas Party. Viel Spaß ja. euch. Ja, bald ist vierter Advent, haben wir ja schon gesagt. Also heute geht es um die Weihnachtsfilme. Ja, Christian, Weihnachten, steht ja schon vor der Tür. Hast du eigentlich schon alle Geschenke? Ja, im November schon gehabt. Hast du schon gehabt? Ja, ich bin so ein Weihnachtsgeschenke-Vollplaner. Siehst du? Und ich und meine Frau, wir haben das immer so schön jetzt die Handhabt, wir schenken uns immer gemeinsam was, so kann man nicht vergessen. Auch schön, ne? Ja, in der Familie kursiert ja auch immer, eigentlich schenken wir uns nichts und komischerweise bin ich derjenige, der sich immer dran hält. Ja, es gab auch so mal die Regel, hatte ich auch schon bei einem, bitte nur im Wert von 5 Euro. Oh. Ja, hatte ich auch schon mal. Ich glaub's gar nicht, wie schwer es ist, Geschenke für 5 Euro Ich zu wollte finden. nicht sagen, ja. Die auch ein bisschen sinnvoll sind. Also nicht nur Kugelschreiber. Selbst so ein normaler Kindergeburtstag, wo man mal eingeladen ist oder wo die Kinder eingeladen sind, Ja. das sind ja schon 15 Euro, sind ja gar nichts. Ja. Aber haben wir hingekriegt, haben wir glaube ich 2 oder 3 Jahre mal in der Familie so gemacht, ne? Bitte nur Geschenke bringen im Wert von 5 Euro. Ist eine schöne Idee, wirklich so halt. Na, man muss auch mal sich Gedanken machen, nicht immer an große Geschenke, sondern, Mensch, was ist denn sinnvoll? Ne? Und wenn eben ein kleines Bügelbrett ist, gibt öfter bei eBay auch für 5 Euro. Haben wir auch schon alle gehabt. Okay, kann man auch mit surfen gehen oder so. Kann man auch mit surfen gehen. Ja. Ja, aber heute, ne, deshalb noch sind 3 Lichtlein an. Morgen ist es ja Morgen. wahrscheinlich alles dann so weit. Und wahrscheinlich auch ich glaube, unsere letzte Sendung dieses Jahr. Es ist die letzte Sendung dieses Jahr. Ich glaube ja. Ja, Silvester-Special müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich im neuen Jahr dann. Im neuen Jahr. Wir müssen ja gucken, wie jetzt ja auch die Regelungen sind, wie verschärft das Ganze noch wird oder entschärft es wird. Man weiß es ja immer nicht, aber wir werden mal schauen. Wir sagen mal... Der Plan ist da. Der Plan ist da und wir wissen noch nicht, vielleicht ist es die letzte Show, aber vielleicht machen wir noch mal ein kleines Silvester-Special. Ne, dann haben wir hier Luftschlangen um uns rum. Mal gucken. Wir werden sehen. Aber heute erstmal Weihnachtsfilmchen. Ja. Weihnachtsfilmchen. Also, ja, wir fangen mal von sanft bis etwas wild, würde ich mal sagen. So stricken wir heute mal die Show. So, glaube ich, ist auch die richtige Reihenfolge, die wir uns vorbereitet haben, ja. Und dann fangen wir, glaube ich, an mit Santa Claus. Eigentlich ein Urgedanke der Amerikaner. Ne? Ja. Jeder weiß, dass es eigentlich Santa Claus nicht gibt, aber so ein bisschen so dieser Gedankengang, ach, ja, der Weihnachtsgeist an sich. Der Weihnachtsgeist an darf sich. nicht sterben. Ja. Und das ist, glaube ich, bei dem Film sehr gut getroffen. Ne? Tim Allen, ich und meine Wortfindungsstörung, ich weiß. Tim Allen, also bekannt aus Hör mal, wer der hämmert, genau. Ne? Der spielt da die Hauptrolle. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den Trailer an. Richtig. Und dann quatschen wir ein bisschen drüber. Und dann quatschen wir ein bisschen drüber. Mats ab. Of a white Christmas. Auf jeden fröhlich gedeckten Weihnachtstisch gehört eine lecker gebratene Pute mit eingebautem Putentimer. Kein gelungenes Weihnachtsfest mehr ohne Putentimer. Und jetzt wieder zurück zu einem der beliebtesten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Wer hat dem Weihnachtsmann den Bart geklaut? Lassen Sie sich überraschen. Dazu wünschen wir Ihnen viel Vergnügen. Jetzt weißt du, warum unbedingt ein Hochleistungsfeuerlöscher neben jedem Herd hängen sollte. Die Flammen waren ziemlich gewaltig, Dad. So ein Vogel ist sehr eigenwillig. Dad! Ah ja. Er ist gar. Du liebst doch Sardellenpizza, Charlie, oder? Leider geschlossen. Weißt du was, Dad?
Neil kann ganz toll kochen. Ja, du solltest ihn erst mal sehen, wie er übers Wasser watscheln kann. Du kannst ihn nicht ausstehen, stimmt's denn? Charlie, ich wollte nur einen kleinen Witz machen. Tut mir leid, war nicht so gemeint. Ich finde ihn ganz prima, nein, ehrlich. Er hat irgendwie so eine komische Art, dass man am liebsten, wie soll ich sagen... irrational um sich schlagen möchte. Von wem hast du das bitte gelernt? Von Neil. Ich lerne viel von ihm und Neil hört mir zu. Klar. Geht ja auf Krankenschein. Dreaming of a white Christmas. Also dann zu Denny's. Die haben immer auf. Ich will da nichts essen. Da wird gekocht vom Feinsten. Der Gourmet-Tempel schlechthin, nur für die amerikanische Zeit. Ich würde sagen, wer kennt ihn nicht? Ja, ne? Oder? Wer kennt ihn nicht? Ne? Er ist manchmal schwer zu erkennen, also gerade zum Ende hin fand ich, wenn man zwischendurch mal reingesappt hat, das ist Tim Allen, also die haben ihn sehr dick gemacht. Schön gemacht. Schön gemacht. Wirklich schön gemacht. Ja, Christian, erzähl uns mal ein bisschen über diesen Film. Worum geht's eigentlich? Also so ein kleiner Story-Break machen wir. Gut, ihr habt ihn wahrscheinlich alle schon gesehen. Bestimmt. Er ist von, ich schau mal schnell nach, von 1994. Ja. Es geht um einen Vater und einen Sohn, die am Weihnachtsabend den Weihnachtsmann erwischen. Ja. Und im wahrsten Sinne des Wortes erwischen und er erschrickt und fällt vom Dach. Oh. So, und verschwindet plötzlich. Und es liegt nur noch der Mantel und die Mütze da mit einem Zettel. Wenn du diesen Mantel und diese Mütze anziehst, bist du quasi der Nachfolger vom Weihnachtsmann. Ist das nicht schön? Eigentlich ist es eine schöne Vorstellung, ne? Ja. So, ja, aber ich glaube, es ist auch sehr anstrengend, wenn wirklich so wäre. Ich glaube, es ist sehr anstrengend, wenn man auf einmal diese Bürde kriegt. Oh Gott, jetzt jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Ne? Ja, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung, denke ich mal. Also als Weihnachtsmann möchte man, glaube ich, gut, braucht man wahrscheinlich auch ein Jahr Vorbereitungszeit. Meistens, ne? So, Ostern muss anfangen wahrscheinlich, ne? Da muss ich ein bisschen über Osterhasen kurz schließen. Genau. Was hast du denn schon gegeben? Ja, aber Tim Allen, ich meine, hör mal, wer der hämmert, da kannte man ihn so als der Heimwerker-König, ne? So, und hier, ich sag mal, ernster Hintergrund, natürlich auch Komödie. Klar ist auch die Situationskomödie so ein bisschen drin. Ja, es wird aber auch gut transportiert, dieser Weihnachtsgeist an sich. Der Weihnachtsgeist. Also hat man ja in vielen Filmen, gerade in amerikanischen Ja, und Raum. letztendlich ist es ja auch ein kleines Familiendrama. Also der Junge weiß ja dann quasi Bescheid. Ja. Er weiß ja Bescheid, dass Papi ist der Weihnachtsmann und trägt es natürlich auch in die Schule. Ja. Zu den Ehepartnern und da kommt es zur Scheidung zwischen ihm und seiner Frau und das hat nachher die Folge, dass er seinen Sohn gar nicht mehr so sehen darf, weil sie vermuten, dass er dem Sohn zu viel Weihnachtsgeist eingeflüstert. Also man darf nicht zu doll an den Weihnachtsmann glauben und muss noch zum Psychologen und so. Aber ich will gar nicht so viel guckt selber. Aber wie gesagt, sehr schön. Aber hat man bei vielen Filmen, gerade um der Weihnachtszeit rum, also wenn es um Weihnachten geht, ne, der Weihnachtsmann, den gibt es eigentlich nicht und keiner glaubt immer dran. Und irgendwie hat man immer zum Ende hin kommt irgendwie so was Übernatürliches. Und wenn ein alter Mann ist mit einem Mantel, der irgendwie Hilfe braucht und er sagt so irgendwie, guckt dann hoch, ich mache es wieder gut. Hat man in ganz vielen Filmen im amerikanischen Raum um die Weihnachtszeit. Ne? Ja. Also es wird gerne dieser Geist aufgegriffen, um eben zu sagen, vielleicht gibt es doch irgendwas zwischen Himmel und Erde. Ne? Genau. Ja, Santa Claus so als der Klassiker, sage ich jetzt mal, aber was ich auch wirklich als Klassiker empfinde und gerade auch, wenn man trifft sich mit der Familie, muss man wirklich so sagen. Ne? Das ist ja immer zu Weihnachten, klar haben wir im Moment das Problem, wie viele dürfen sich treffen, aber wenn man sich denn trifft, ist meistens immer, man sieht sich immer einmal im Jahr und zwar zu Weihnachten. Dann kommen 1000 Leute um die Ecke, die man sonst nicht sieht oder auch nicht sehen möchte. Je nach Familienstand. Und dann entsteht natürlich so eine schöne Alterskomik oder Situationskomik, wie beim nächsten Film. Und den kennt ihr bestimmt auch alle. Legendär. Chevy Chase in seiner wunderschönen Geschichte Schöne Bescherung. Schöne Bescherung.
Also es ist wirklich eine schöne Bescherung. Also wenn man dann sieht, was in den, also ihr müsst euch den wirklich angucken. Also man kommt aus dem Lachen nicht raus und jede Familie findet sich eigentlich irgendwo wieder. Und bevor wir richtig schön ausarten in diesem Film, ich würde sagen, gucken wir uns erstmal den Trailer an. Ja? Richtig. Mats ab. Mats ab. Wenn der Truthahn auch nur halb so gut schmeckt, wie er aussieht, wird das ein Festschmaus, den wir nicht vergessen werden. Ich wollte schon immer ein großes Weihnachtsfamilienfest feiern. Das bedeutet mir sehr viel. Ist das nicht ein Prachtstück, Audrey? Sie sieht ihn sich später an, Schatz. Ihre Augen sind zugefroren. Findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst, Dad? Du musst jede Birne nachsehen. Ich eröffne den Griswold Familien-Weihnachtsbaum, Leute. Sieht prächtig aus. Scheint zu vergessen, wie schwierig es sein wird, alle zur selben Zeit im Haus unterzubringen. Eddie wollte, dass es eine Überraschung Genau, ist. wir wollen uns auf keinen Fall aufdrängen. Naja. Otzi! Wenn sie ihn packt, dann schnappt er sich dein Bein oder auch beide und dann wird die Blutpolka getanzt. Das ist das Beste, wenn du dich fallen lässt und abwartest, bis er sich wieder beruhigt hat. Hm? Ja. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer so rain. Wir sitzen alle im selben Boot. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and sing, Santa Claus comes tonight. Das ist etwas, wovon man das ganze Jahr zehren kann. Wir liegen wunderbar in der Zeit. Santa Claus comes tonight. Ja, schöne Bescherung. Schöne Bescherung. Also man muss sich diesen Film wirklich ein paar Mal auch angucken. Man findet immer wieder andere schöne Sachen, worüber man lacht. Muss ich ehrlich so sagen. Also wenn ich so auch dran denke, wenn man jetzt selber Chevy Chase wäre, dieser Familienvater, nun kriegt man erst so von nicht sein 13. Gehalt, das glaube ich kann man schon mal sagen, so fängt das eigentlich an. Und wie soll ich denn jetzt dieses Weihnachtsfest ausstatten? Ich habe ja nicht so viel Kohle zur Verfügung. Und dann kommt auch noch die Familie und klingelt und da steht einfach nur nebendran und sagt, guten Tag, na, ach, auch wieder hier. Und ehe man das so realisiert. Und diese Lichter, die ja den ganzen Film versucht, da das Haus leuchten zu kriegen und was da alles passiert. Die 4 Millionen aus Italien importierten Glühbirnchen. Wirklich, wo man denkt, so viel Pech kann man doch manchmal gar nicht haben. Ja, aber wenn man das Beste will, ne, für die Familie auch und das Weihnachtsfest ausstattet, muss es natürlich auch schön werden. Und da ist dann natürlich... Ist wenn schon man schwer. Chevy Chase ist. Und wenn man vielleicht den Sohn, habt ihr den Sohn vielleicht erkannt? Heute nennt er sich Dr. Hofstetter und spielt bei Bing Bang. Ja. Ne? Also, es ist von 1989, auch schon eine Weile her. Ja, aber auf jeden Fall unter anderem von uns prämierter guter Weihnachtsfilm. Ein guter Weihnachtsfilm, weil es wirklich jeder Familie passieren kann. Ja. Also das, was da passiert, wünscht sich keiner, aber erst so ein Riesen Baum, dann ist da noch nachher ein Eichhörnchen drin. Und ach. Ja, keine Säge wird ausgebuddelt mit Wurzel. Ausgebuddelt mit Wurzel. Ja, und dann natürlich auch immer, er wünscht sich eigentlich einen Pool, den wollte er sich eigentlich der Familie gönnen, was alles nicht wird. Und ja, dann kommt die Verwandtschaft, die dann eben auch noch da vor seiner Haustür die Chemokloake auskippen will, weil ist ja voll. Also wirklich, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei dem Film. Wirklich, also sehr, sehr schön. Und trotzdem, zum Ende hin muss man sagen, der Weihnachtsgedanke auch da wieder da. Ja. Ja, so dieser Zusammenhalt. Ja. Es ist trotzdem Familie und Familie hält dann zusammen und wunderschön trotzdem gemacht. Aber eben wahnsinnig lustig. Ja, von lustig, ich meine, es bleibt eigentlich ein bisschen lustig, aber der Gedanke, wir sind ja heute bei diesen Weihnachtsgedanken, ich glaube, bei der nächsten Geschichte oder Geschichten, da ist ja eigentlich wirklich im Vordergrund, weil es geht ja um eine klassische Geschichte. Um eine sehr klassische Geschichte, also er wird ja gehandelt als Vater der Weihnachtsgeschichte, also er hat ja den Roman verfasst damals, Charles Dickens. So, und natürlich kennen jetzt viele auch die Geschichte an sich, wo es geht und und schön und das Licht und alles toll. Aber es gibt natürlich auch Varianten, wie Regisseure das umsetzen möchten. Und da gab es natürlich einmal
für etwas kleinere, möchte ich eigentlich sagen, also die man sich wirklich mit der ganzen Familie angucken kann, ohne Bedenken. Also von wirklich, ich kann gerade so Fernsehen gucken, bis eben hin, ja, ich bin jetzt junger Familienvater und möchte meiner Familie mal was Gutes tun. Und zwar da die Muppets. Ja. Muss man wirklich so sagen? Die Muppets, die Weihnachtsgeschichte, genau. Mit Sir Michael Caine. Sir Michael als Caine. Ebenezer Scrooge. Und dann natürlich das komplette Muppet-Ensemble von Jim Henson. Ja, und das kennt man ja auch. Die jetzt im Osten groß geworden sind, haben natürlich das ein bisschen später alles erst so richtig mitgekriegt mit den Muppets. Aber einige von euch werden wahrscheinlich auch schon von der Kindheit an die Muppets verfolgen ein. Und natürlich ist es auch schön, wenn sie auch in dem Part dann da einen Film gemacht haben. Ja, auch schön erzählt. Also wie gesagt. Sehr schön. Ja. So, und dann ist natürlich das Pendant dazu. Ja. Muss man auch sagen, also wir werden nachher auch noch ein bisschen ausführlicher, wenn ihr das alles gesehen habt, noch ein bisschen drüber reden. Und zwar Disney, eine Weihnachtsgeschichte, die eigentlich denselben Hintergrund hat. Ne? Nur ein bisschen gruseliger. Das finde ich auch. Ja. Also gruselig ist es aber alles sehr dunkel gehalten. Ja. Eigentlich nur ein großer Schauspieler hat fast alles gespielt. Und zwar Jim Carrey. Jim Carrey, also ähnlich wie bei Polar Express, Tom Hanks. Ja. So war auch Jim Carrey animiert worden als Ebenezer Scrooge. Genau. Und wurde dann natürlich von den Geistern besucht. Und das aber gruseliger umgesetzt letztendlich. Finde ich auch. Ja, aber eben auch voll animiert, sodass er eben in wirklich jung und in alt und in griesgrämig und in lustig, alles überall seine Mimik dann eben spielen kann. Ja. Ich glaube, wir schauen uns erstmal beide Trailer an, die sind nämlich heute nicht so lang. Genau. Und danach wird noch mal ein bisschen eine kleine Auswertung stattfinden. Danach machen wir noch mal einen kleinen Kontext. Einen kleinen Kontext. Bis gleich. Bis gleich. Humbug. Er war der geldgierigste Mensch auf der Welt. Ebenezer Scrooge. Bis er eines Nachts einen Albtraum erlebte. Hallo. Die Muppets Weihnachtsgeschichte. Also trinken wir auf Mr. Scrooge. Obwohl er freundlich ist, reizig und furchtbar angezogen. Da geht Mr. Humbug. Ja, da geht er hin. Du glaubst, dass wir hier oben in Sicherheit sind, hä? Was gibt's, Cratchit? Mit untertänigstem Verlaub, Mr. Scrooge. Die Buchhalter würden gerne noch eine Schippe Kohlen für den Kamin haben. Es ist nicht das Gehalt heute. Würden die Herren Buchhalter denn auch gerne arbeitslos sein? Charles Dickens' klassisches Weihnachtsmärchen in einer völlig neuen Muppets-Fassung. Das tut gut, wieder nerven zu können. Es tut gut, überhaupt wieder was zu können. Voller Herzlichkeit und Wärme. Die Lampe anzünden, nicht die Ratte. Die Lampe, nicht die Ratte. Durchdrungen vom Geist der Weihnacht. Jacob Marley. Na du, das ist aber ziemlich brutal. Und was ist mit den Kindern? Kein Problem, das ist doch Kultur. Diesen Film sollte man nur zusammen mit jemandem anschauen, den man richtig gern hat. Walt Disney Pictures und die Jim Henson Productions präsentieren die Muppets Weihnachtsgeschichte. Gott segne uns, jeden von uns. Von mir aus. Was willst du von mir? 3 Geister werden zu dir kommen. Sicher nicht. Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Lass mich in Ruhe!
Was würdest du tun, wenn du eine zweite Chance hättest, dein Leben wieder in Ordnung zu bringen? Schon bald geben die Geister der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht einem Mann diese Chance. Diesen November laden Walt Disney Pictures und Image Movers Digital dich ein, eine klassische Geschichte so zu erleben, wie du sie noch nie gesehen hast. In Disney Digital 3D. Humbug. Disneys eine Weihnachtsgeschichte. Ja, diesmal jetzt die Weihnachtsgeschichte in verschiedenen Varianten. Ja, einmal gruselig und einmal mit viel Singsang. Mit viel Singsang, genau. Ja, Muppets. Muppets. Also wirklich Weihnachtsgeschichte, also nicht animiert, also da sind wirklich noch die Leute unter den Puppen gekrochen. Genau, ne? Aber wirklich so schön gemacht. Also einer meiner wirklich absoluten Lieblingsfilme, wo man sich dann zum Schluss auch diese kleine Träne aus dem Knopfloch echt verdrückt. Das haben die Muppets wirklich eigentlich fast bei ihren Filmen immer geschafft, dass sie ein bisschen einen kleinen Nachdenkfaktor mit reingeholt haben, wo man mal ein bisschen nachdenkt. Kleine, kranke Timmy, ich glaube Timmy hieß er. Ja, war sehr, 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 sehr herzerwärmend, sagen wir mal so. Sir Michael Caine, ne? Sir Michael Caine, also wunderschöne Rolle. Ja. Auch noch elendig jung und von 1992. Ja. Aber auch schon alt gemacht. Also er hat natürlich auch so ein Charaktergesicht, was auch sehr, sehr langsam altert, sagen wir mal so. Ja. Und da jetzt auch eben den Bogen zu kriegen zu eben Disney, einer Weihnachtsgeschichte, wo es jetzt eben animiert ist. So, jetzt kann ja jeder wieder halten, was er möchte. Ob das jetzt real ist, natürlich schwieriger darzustellen. Du brauchst die richtigen Schauspieler. Ja. Du brauchst es muss gerade mit den Puppen, es muss immer alles hinhauen. Licht, es darf die Hand nicht zu sehen sein. Die Geschichte muss trotzdem sein, was du beim animierten Film jetzt nicht mehr brauchst. Nee, da sitzt daher nur noch einer und macht dann im Grunde nur noch den Prozess und guckt, ob da Fehlerchen drin sind und werden digital ausgemerzt. Und hier konnte es eben ein Schauspieler fast alles spielen. Eben auch Jim Carrey kennt man, mit Mimik und Gestik konnte er schon immer sehr, sehr gut umgehen. Ja? So ist er auch bekannt geworden als eigentlich Slapstick, Stand-up-Comedian, der eben verschiedene Schauspieler nachgemacht hat. Aber da jetzt eher doch aber so eine sehr düstere und sehr eine charaktervolle und dramatische Person spielt. Ja. Ne? So, kann man jetzt von halten. Also, beides ist wirklich gut gemacht. Gerade auch Disney sehr bildgewaltig. Sehr bildgewaltig, wo man sagt, wow, also wirklich, da haben sich die Studios da auch viel Arbeit gemacht, um dieses Know-how auch reinzukriegen. Aber, wie wir schon sagten, sehr, sehr düster. Ja. Also, ne, muss man da würde ich jetzt nicht mit meinem 6-jährigen Sohn oder so reingehen, oder auch Tochter. Ich glaube, da ist der nachher weg, so das, was ich eigentlich vorhatte. So dieses Know-how, ich möchte jetzt eigentlich eine schöne Weihnachtsgeschichte gucken. Sondern eher, dass man das Gegenteil bewirkt, dass es verschreckend wirkt. Ja, und da sind die Muppets natürlich deutlich besser. Ja. Also wie gesagt, wir haben 2 Filme, Weihnachtsgeschichte A, Weihnachtsgeschichte B und man kann da natürlich auch gerne auspegeln. Ja. Wir sind jetzt Teenager, wir gucken uns jetzt mal vielleicht ein bisschen was Düsteres an, weil wir sind ja jetzt hier mutig. Oder für die Kleinen halt auch die Muppets Weihnachtsgeschichte. Ja, muss man so sagen. Ja, also wenn man denn mal nicht mit der Familie unterwegs ist, sondern eigentlich das ist auch die urtypische, was man jedes Jahr eigentlich macht, eine Betriebsfeier. Schön. Ne, diese Weihnachtsfeier, diese Betriebsweihnachtsfeier, die, also wenn man so mal zurückblickt, man hatte schon einige Feiern, aber die Feier, die wir euch jetzt vorstellen wollen, das ist die Feier. Das ist die Feier. Also da mal Mäuschen spielen. Ich glaube, bevor wir jetzt irgendwas noch sagen, teaser mal ein bisschen an, ne? Und dann sprechen wir mal drüber. Office Christmas Party, let's go. Yo. Es ist Weihnachten. Wir sollten feiern, haben sie gesagt.
Nur ein kleines Beisammensein für die Angestellten. Ein paar Drinks, ein bisschen Dampf ablassen. Nichts Wildes. Frohe Weihnachten, Jeremy. Nette Feier, hä? Das ist eine Kostprobe vom Käse für unsere Weihnachtsfeier heute Abend. Entschuldigung, wie ihr plant für heute Abend eine Weihnachtsfeier? Das könnt ihr vergessen. Gut, ist abgesagt. Hey, Idiot, das habe ich ganz genau gesehen. Ich habe doch gesagt, die Feier fällt 100 Pro aus. Ich meine das tot... Hey, hör auf damit, okay? Falls ihr heute Abend Geschlechtsverkehr haben solltet, macht das bitte nicht auf dem Firmengelände. Geht auf den Parkplatz nebenan. Macht Parkplatzbabys ohne Ende, Leute! Yep, yep, yep! Oh, besetzt. Hey, Santa! Hast du noch was im Sack? Ich liebe diese Firma! Yeah! Ich denke, er wollte schwingen. Ja, Party ohne Ende. Party, Party, Party. Ja, ne, also, vielleicht hat es ja jemand schon mal erlebt. Also es gibt manchmal nicht nur immer die Millennium-Kinder, es gibt auch die Weihnachtsfeierkinder. Ne, man kam auch ein bisschen in den Trailer raus. Ja, macht das lieber hier nicht im Betriebsgelände, sondern neben dem Parkplatz. Neben dem Parkplatz. Ne? Also man merkt, wenn es richtig ausartet, so eine wunderschöne Weihnachtsfeier in einem Betrieb. Dann muss es so aussehen danach. Dann muss es so aussehen. Ne? Natürlich sehr überspitzt, aber ich glaube auch hier, wenn man schon einige Weihnachtsfeiern mal mitgemacht hat in einem Betrieb oder auch woanders in Vereinen etc. Ja, manchmal artet ein bisschen aus, gerade wenn Alkohol ein bisschen im Spiel ist. Ja, und da gab es reichlich, so wie es aussah. Da gab es reichlich, ja. Und wahrscheinlich nicht nur das, wenn man so an die Schneemaschine, ich weiß gar nicht, ob im Trailer rüberkam. Nee, ich glaube nicht. Aber da ist auch so eine Windmaschine, da kommt nicht nur Schnee raus. Ja, richtiger Schnee. Richtiger Schnee. Ja, also, wir merken, oder ihr merkt natürlich auch, also es ist für alle was dabei, was man sich jetzt über die Weihnachtsfeiertage natürlich angucken kann. Die Auswahl ist natürlich groß, wir konnten natürlich jetzt auch nicht alles mit reinnehmen. Ja. Kevin allein zu Hause, wird hoch und runter gedudelt. Ja, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, ja. Genau, wird super. auch hoch und runter gedudelt. Ne? Kevin allein zu Hause, hast du schon gesagt? Ja. Hast gerade gesagt. Der kleine Lord. Der kleine Lord kommt auch immer pünktlich zu Weihnachten. Natürlich auch alles gute Filme, aber wir haben natürlich jetzt auch nur begrenzt Zeit und haben natürlich so ein kleines Potpourri vorbereitet. Ne? Und gerade eben auch die Filme, so wie Office Christmas Party, der vielleicht nicht bei jedem auf dem Schirm ist. Gerade wenn man so Junggeselle ist oder vielleicht frisch verliebt oder sowas, ich glaube, da kann man sich das ruhig angucken. Ist mal ein kleines Pardon natürlich zu den anderen. Da hat man ein bisschen was zu lachen. Hat man ein bisschen was zu lachen. Ne? Und weiß natürlich auch, oh, es könnte auch mal so ausgehen. Also immer schön vorsichtig sein mit dem Alkohol über die Weihnachtsfeiertage. Ja. Ja. Also, und jetzt kommt natürlich wieder unser schöner Trailer. Ja. Wir gucken mal, ob das heute auch eine kleine alte Reklame. Ja, ob das auch ein bisschen weihnachtlich heute wird. Na, mal gucken. Mal gucken. So, ja, und ansonsten, wir haben uns ja noch nicht entschieden, ob es die letzte Show ist. Das werden wir wahrscheinlich zwischen 2 kleinen Glühweinen werden wir uns das jetzt entscheiden. Ja, oder zwischen 2 Bier, weil Glühwein ist, glaube ich, schwierig dieses Jahr. Stimmt, Bier ist kostenlos, ja. Ja, wir werden gucken. Aber ansonsten hoffen wir natürlich, dass es euch wieder gefallen hat. Ja, heute mal unser kleines Weihnachtsspecial. Und dann geben wir jetzt mal wieder ab an die angeschlossenen Funkhäuser. Und wünschen allen einen guten Appetit und ein schönes Weihnachtsfest. Genau. Tschüss. Warum ist Moncherie zu Weihnachten eigentlich so beliebt? Ich weiß es nicht. Doch klar, die schmecken so schön frisch und fruchtig. Weihnachten ist doch das Fest der Liebe und mein Liebster liebt nun mal Piemontkirschen. Naja, diese Piemontkirschen sind einfach ein wundervolles Extra bei all der Schokolade und dem Plätzchen. Diese Kirsche bringt mich zum Träumen. Und träumen tue ich gerne. Besonders an Weihnachten. Moncherie mit der fruchtigen Frische der Piemontkirsche. Ich weiß nur, ohne Moncherie darf ich Weihnachten nicht nach Hause kommen. Also dann, frohe Weihnachten mit Moncherie.